Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Sommerpause bei Real Madrid, was für uns Content Creator bedeutet, es ist so viel los wie sonst nie. Unter anderem stehen 3 Spieler von Real Madrid unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei den Königlichen. Bei einem ist das Ding schon durch. Dann verlässt uns auf der anderen Seite der nächste Jugendstar von Real Madrid. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in dem Video. Ja, da hört es aber nicht auf, denn Real Madrid steht kurz davor, eine Kooperation zu unterschreiben mit einer der größten Firmen dieser Welt. Für mich persönlich eine Riesenfreude. Bin ich gleich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und zu guter Letzt müssen langsam aber sicher die Zahlen für die nächste Saison bekannt gegeben werden. Real Madrid möchte immerhin Trikots verkaufen. Und ein Gerücht setzt sich immer mehr durch und es wird immer konkreter, nämlich, dass Arda Güler das Erbe von Luka Modric antritt und er die neue Nummer 10 von Real Madrid ist. Was da dran ist, wer das mehr oder weniger bestätigt und meine Meinung zu dem Thema erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wie eben gesagt, das Personalrad bei Real Madrid dreht sich weiter. Nachdem wir in den letzten Wochen einen Victor Muñoz nach Osasuna verkauft haben, einen Obrador nach Benfica Lissabon oder einen Yussi nach Alavés, folgt jetzt mein Namensvetter Mario Martín. Dieser junge Spieler von Real Madrid war diese Saison schon an einen Erstligisten ausgeliehen, nämlich an Real Valladolid. Ist leider mit Real Valladolid abgestiegen, aber man muss sagen, Mario Martín war noch einer der Besten. Man hat am Anfang der Saison gemerkt, es hat ein bisschen gedauert, bis er sich an das Tempo in der ersten Liga gewöhnt hat, aber sobald er quasi richtig angekommen war, war er eine absolute stabile Nummer bei Valladolid. Am Ende der Saison hat man sein Talent immer mehr gesehen und das sieht auch einer der besten Trainer der spanischen Liga so, nämlich Borbalas. Ja, Mario Martín wechselt nach Getafe. Und Borbalas, man kann von Getafe halten, was man will, aber dieser Mann hat es taktisch definitiv drauf. Er ist auch bereit für den größeren Verein. Getafe ist sehr froh, dass sie ihn halten konnten. Und ich glaube, ein Mario Martín unter einem Borbalas kann unglaublich viel lernen, vor allem auf der Position, die er spielt. Auf der 6 ist, glaube ich, da, wo du am meisten taktisches Verständnis brauchst. Mich persönlich freut das für den Mario. Und weiß Gott, vielleicht sehen wir ihn in 2 oder 3 Jahren wieder bei Real Madrid. Würde mich natürlich für den Jungen riesig freuen. Allerdings muss ich euch auch sagen, über die Zahlen hat man noch keinerlei Informationen. Ich kann euch nicht mitteilen, wie viel Real Madrid bekommt, wie viel Prozente, ob man die Rückkaufsklausel hat. Ich gehe mal davon aus, Madrid macht das immer so. Aber Stand jetzt, sobald ich die Information habe, seid ihr die Ersten, die es erfahrt. Ja, eine Information, die ich euch mitteilen kann, ist, dass, wie eben erwähnt, Real Madrid vor der Kooperation steht mit einer der größten Marken dieser Welt, nämlich mit Marvel. Ja, Marvel, die bekannt geworden sind durch ihre Comics und heutzutage aus der Kinolandschaft nicht mehr rauszudenken sind. Ich bin auch ganz ehrlich, persönlich bin ich ein riesen Marvel-Fan und Real Madrid arbeitet mit Adidas an einer Kooperation mit Marvel. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Behalten Sie im Auge, was Adidas für Real Madrid vorbereitet. Die Sportmarke, die Real Madrid ausstattet, bereitet Berichten zufolge eine überraschende und viel beachtete Allianz mit dem weißen Team als Protagonisten vor. Adidas, die Sportmarke, die Real Madrid ausrüstet und sponsert, bereitet eine Partnerschaft vor, in der das weiße Team die Hauptrolle spielt. Laut der auf diesen Themen spezialisierten Website Footy Headlines arbeitet Adidas mit Marvel zusammen, um eine spezielle von Thor inspirierte Real Madrid Kollektion zu kreieren. Ja, also wie ihr es gehört habt, es soll eine neue Marvel Real Madrid Kooperation geben, auf Thor ausgerichtet und ich persönlich, wie gesagt, freue mich riesig, aber gleichzeitig weiß ich auch schon, das wird wieder ein tiefes Loch in mein Portemonnaie graben, denn wenn eine Kooperation von Marvel und Madrid ist, wird mich riesig freuen. Wie ihr seht, die ersten Bilder sind auch schon aufgetaucht und schaut mal an, wen Marvel und Madrid sich da ausgewählt hat. Einen jungen Spieler mit der Nummer 15, Arda Güler. Ja, und über diesen Spieler, wie gesagt, wollte ich sowieso mit euch reden, ob er die 15 in der nächsten Saison noch behält.
Das glaube ich persönlich nicht mehr. Denn was ist passiert? Fangen wir erstmal an. Vor 3-4 Tagen ist eine Information erschienen von einer Seite, die hieß Nexosport. Das ist eine türkische Sportseite. Und die haben fast 400.000 Follower. Und ich habe euch gefragt, sowohl bei Twitter als auch bei TikTok, kann man denen vertrauen? Und ich bin ganz ehrlich, die überwiegende Resonanz war, Mario, denen würde ich erstmal nicht vertrauen, wenn es um türkischen Sport geht. Die sind da sehr voreingenommen. Dann kam die Nachricht noch einmal von Pushsport. Und ich dachte schon, noch eine andere Seite. Und dann habe ich einen lieben Follower, den Adnan, gefragt, kannst du das mal mit Deep Search bei ChatGPT researchen? Denn Deep Search geht ganz in die Tiefe der Materie und schaut, wo kommt diese Info her? Und lesen wir uns zusammen einmal die Info von Deep Search durch. Wie ihr sehen könnt, steht da, die E-Notice-Meldung vom 16. Juli 2025 beruht sich auf Europapress und nennt eindeutig, El elegido es Arda Güler, der Auserwählte ist Arda Güler, er wird die neue Nummer 10. Wie zuverlässig ist die Quelle, lesen wir uns den zweiten Artikel durch. E-Notice ist ein etabliertes spanisches Nachrichtenportal. Es greift offenbar auf Europapress zurück, eine der 3 großen Nachrichtenagenturen Spaniens. Also, das ist kein türkisches Blatt, dem man nicht vertrauen kann, sondern eine der 3 größten Sportnachrichtenagenturen aus ganz Spanien. Und ich dachte schon, ist da wirklich etwas dran? Ja, und was mir persönlich gestern den Rest gegeben hat, bei einem nächsten Artikel, wo gestanden hat, Arda wird die nächste Nummer 10, hat ein gewisser Ümit Güler geliked. Der Vater von Arda Güler liked einen Artikel, in dem steht, Arda wird die nächste Nummer 10 von Real Madrid. Und das in Verbindung mit der Information hat mich langsam aber sicher überzeugt, er wird die 10. Meiner Meinung jetzt, ich glaube daran. Vor allem passt das auch ein bisschen zum Verhalten von dem Kylian Mbappé. Viele werfen bei Real Madrid ja Kylian Mbappé vor, dass er schuld an allem ist. Er hat einen Vini dazu animiert, nicht mehr zu laufen. Er ist für die Kabine schlecht etc. Und für mich ist das kein Zufall, dass er einer der einzigen Spieler war bei der Verabschiedung von Lucas Vázquez. Er scheint auf Schmusekurs mit dem Madridismo zu sein und vielleicht ist das die nächste Geste von einem Kylian Mbappé, um zu zeigen, ich möchte die 10 nicht, ich bin ein Teamspieler. Wenn Arda Güler diesen Traum hat, gönne ich das diesem Jungen. Vor allem, wie gesagt, das ist eine persönliche Vermutung, aber ich glaube auch, diese 10 würde ein bisschen zu der neuen Rolle passen, die ein Xabi Alonso für die Wichtigkeit, die Arda Güler im Real Madrid von Xabi Alonso haben wird. Also, mich persönlich würde das für diesen Jungen freuen. Ihr könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Oder ob ihr sagt, nee, das ist mir zu weit hergeholt. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Kommentar. Ja, und zu guter Letzt die Information, 3 Spieler bei Real Madrid stehen kurz vor einer Vertragsunterzeichnung. Bei dem ersten ist das schon durch, eine Riesenfreude, nämlich Thibaut Courtois. Der belgische Nationaltorhüter verlängert bei den Königlichen um 2 Jahre bis 2027. Viele hat das verwundert, weil eigentlich Spieler, die über 30 sind, kriegen bei Real Madrid immer nur Einjahresverträge. Aber Torhüter sind aus dieser Regelung ausgenommen. Ganz einfach, Torhüter spielen in der Regel länger professionellen Fußball. Der Körper ist öfter nicht so verschleißt wie bei Feldspielern. Außerdem, bin ich ganz ehrlich, was bei einem Thibaut Courtois auf dem Perso steht oder auf dem Reisepass, ist mir relativ egal. Was mir wichtig ist, ist das, was er im Tor leistet. Und alleine, wenn ich an die Parade gegen Sabitzer denke, gegen Dortmund in der 98. Minute, wo Madrid nur noch zu 10 war, da hat er mir wieder bewiesen, Thibaut Courtois ist immer noch der beste Torhüter der Welt. Für mich also eine Riesenfreude, dass er 2 weitere Jahre bei den Königlichen im Tor steht. Ja, aber bei Thibaut Courtois hört es nicht auf, sondern lesen wir uns diese Information von Fabrizio Romano einmal durch. Nach Thibaut Courtois wird auch Brahim Diaz einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschreiben. Beide Vereinbarungen sind abgeschlossen und stehen kurz vor der offiziellen Besiegelung. Der nächste Vertrag geht an Raúl Asensio, der bis Juni 2031 läuft. Ja, und wenn ich über Brahim rede, fällt mir ein, was ich zu Lucas Vázquez gesagt habe. Es gibt Spieler, ohne die eine Mannschaft wie Real Madrid nicht funktionieren würde. Spieler, die bei anderen europäischen großen Vereinen Topspieler sein könnten. Vielleicht die wichtigsten Spieler in der Mannschaft, Superstars woanders, die sich aber dafür entscheiden, bei Real Madrid zu bleiben.
wissentlich, dass die mehr oder weniger Ersatzspieler sind. Ein Brahim hat bei der Club-WM kaum eine Rolle gespielt. Und trotz alledem entscheidet er sich, anstatt die 10 von Mailand zu werden, bei Arsenal zu unterschreiben. Sämtliche großen Vereine haben schon bei Brahim angeklopft. Er unterzeichnet trotzdem bei Real Madrid. Für mich eine Riesenfreude. Er bringt von der Bank so oft tolle Impulse, entscheidet Spiele, sein Dribbling, seine Arbeitsmoral, wie gut er auch für die Stimmung in der Kabine ist. Ich bin Spielern wie Brahim Diaz unendlich dankbar. Es ist einfach, einen Vertrag zu unterzeichnen, wenn du weißt, ich spiele jede Minute. Aber es ist 10-mal schwerer, einen Vertrag zu unterschreiben, wo du weißt, ich bin wahrscheinlich Spieler Nummer 12, 13 oder 14 und woanders könnte ich der Star sein. Also, wie gesagt, ohne solche Spieler würde Real Madrid nicht funktionieren. Ich bin einem Brahim Diaz sehr, sehr dankbar. Ja, und zum letzten Thema, Raúl Asensio. Ich freue mich über die Nachricht. Und ich freue mich über die Nachricht, obwohl wir jetzt ohne Zweifel über die schlechteste Phase von Raúl Asensio bei Real Madrid reden. Raúl Asensio hat bei der Club-WM, schlechter ging es nicht. Das war, wie gesagt, die schlimmste Katastrophe. Aber wir dürfen nicht vergessen, ein Raúl Asensio hat uns in den letzten 7, 8 Monaten den Arsch gerettet. Dieser Junge kam aus dem Nichts und hat uns innerhalb von kürzester Zeit alle an einen Sergio Ramos erinnert. Mit seiner Präsenz, mit seinen Zweikämpfen, mit seiner Schnelligkeit, mit seinen Diagos, mit seinem Kopfballspiel. Ein Raúl Asensio hat uns alle überzeugt. Er war der beste Innenverteidiger der letzten Saison bei Real Madrid. Und natürlich freue ich mich, er hat sich diesen neuen Vertrag verdient. Jeder Spieler kann mal eine schlechte Phase haben, aber das ändert nichts an dem Potenzial dieses Jungen. Und vielleicht wird er nicht der Sergio Ramos von Real Madrid, vielleicht wird er der Nacho, der uns im Laufe der nächsten Jahre, immer wenn wir einen brauchen, einspringt und seine Leistung bringt. Und ganz ehrlich, für mich eine Riesenfreude. Du musst auch in schlechten Momenten hinter Spielern stehen. Und ich freue mich für Raúl Asensio. Meiner Meinung nach hat er sich diesen neuen Vertrag verdient. Ja, ob ich mit dieser Meinung alleine liege oder nicht, das entscheidet ihr. Lasst eure Meinung zu dem gesamten Video bitte in den Kommentaren. Was sagt ihr zu Arda Güler? Was sagt ihr zu Marvel, Courtois, Brahim etc. pp. Wenn ihr schon mal da unten seid, lasst ein Like da, teilen, followen. Wir sind weiterhin auf der Jagd nach den 11.000. Wäre eine Riesenfreude, wenn ihr mich dabei unterstützt. Und ich schlage vor, wir sehen uns morgen wieder mit ganz vielen Themen. Es ist unglaublich, was gerade alles bei Madrid los ist. Also freut euch schon mal auf morgen. Bis dahin. Hallo!